Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Ikuma Games. Ich zeige euch heute, wie ihr den Komfort eurer PlayStation VR 2 meiner Meinung nach massiv verbessern könnt. Hierbei kommt dieses Produkt hier ins Spiel. Ihr habt vielleicht schon mal ein paar meiner Videos gesehen. Das sind so Straps von Studioform Creative. Und ich bin seither ein Fan von denen. Die haben hier so Top-Straps, aber auch teilweise Gegengewichte für alle möglichen Headsets. Und ich habe ein paar Schwierigkeiten mit meiner PlayStation VR 2. Ich bin noch nicht dazu gekommen, sie wirklich ausführlich zu testen. Deswegen wartet mein Test noch ein bisschen. Und bleibt da auf jeden Fall gespannt auf meinem Kanal. Da wird es auf jeden Fall mal einen Test geben. Vielleicht dauert es halt ein bisschen, aber dafür gibt es dann ja meine ausführlichen Eindrücke dazu. Was ist das Besondere? Ihr habt hier ein Counterweight, das sind 150 Gramm, glaube ich, jeweils 75 Gramm hier und dort, so kleine Eisendinger. Und ich zeige euch gleich einfach mal, wie man das Ganze anbringt und ja, wie sich das meiner Meinung nach anfühlt, aber auch welche Nachteile es eventuell dadurch geben könnte. Also bleibt dran. Jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze an eure PlayStation VR 2 dran montiert. Ihr habt hier drei Teile, einmal das Topstrap und die beiden Gegengewichte. Meine PlayStation VR 2 sieht folgendermaßen aus. Ich nutze die mitgelieferten Earbuds und ich habe mein Kabel hier an der Seite nochmal befestigt, weil ich hin und wieder ein Pulley-System an der Decke benutze. Das heißt, mein Kabel geht nach oben. Ne? Aber das ist für euch erstmal irrelevant. Das Ganze funktioniert natürlich genauso gut, wenn das hier weg ist und das Kabel runterhängt. Wollte ich nur nochmal sagen, falls euch das irritiert. Wir beginnen mal mit dem einfachsten. Hier die beiden Gegengewichte. Die sind leicht gebogen, so dass es sich hier schön an die Form des Hinterteils befestigt. Hier werden wir das Ganze je nach Form dran machen. Also hier ist es leicht gebogen, wie gesagt. Wir halten das fest und umschließen das ganz einfach. Ob ihr das Ganze jetzt nun richtig fest macht oder relativ locker dran macht, ist ganz euch überlassen. Das erste hätten wir dann schon. Und bei dem zweiten machen wir das genauso. Gucken, wie ist es gebogen. Könnte sein, dass es andersrum ist. Von oben oder von unten ist eigentlich vollkommen egal. Da könnt ihr je nach Gusto das Ganze befestigen. So, das hintere hätten wir schon mal. Dann das Topstrap. Das legen wir von innen nach außen. Also wir packen es innen rein und schieben das außen rum und befestigen das Ganze. Und hier machen wir das auch. Das war's an sich auch schon. Hier ist es jetzt nun wichtig, dass ihr guckt, wie fest muss das Ganze sein. Ihr solltet das jetzt also auf den Kopf setzen, vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle lösen und euren Sweet Spot finden. Und wenn ihr alles klar habt, dann das Ganze befestigen. Auch könnte es ja helfen, wenn ihr wenig Platz habt. Das ist natürlich hier jetzt weit auseinandergezogen. Ihr könnt es auch weiter nach vorne befestigen. Zum Beispiel so. Ja, hier wäre dann insgesamt mehr Platz, wenn das einfach hier ein bisschen nach oben geschoben wird. Mit im Paket liegen eigentlich immer noch so eine Handvoll Velcros, also Klettverschlüsse. Und für mich neu ein etwas breiterer Klettverschluss, der einen bestimmten Zweck erfüllt. Ich zeige euch das mal. Ich werde es nicht benutzen, aber eventuell könnte das für euch interessant sein. Ihr habt hier zwei selbstklebende Klettverschlüsse. Die sollten zum Beispiel hier vorne dran platziert werden, um ja das Topstrap hier, damit es nicht nach hinten rutscht, sollte das für euch der Fall sein, hier festzumachen. So zum Beispiel. Das finde ich soweit ganz interessant. So würde es eben, ja, sozusagen das Halo-Strap, wie es hier befestigt ist, so gesehen erweitern, dass die Fläche hier einfach ein bisschen größer ist. Finde ich sehr
spannend. Müsst ihr aber nicht benutzen, ist rein optional. Ich benutze es auch ohne, aber vielleicht merke ich ja mal, dass ich das gebrauchen könnte. Dann haben wir hier noch ganz viele, ja, kleine Schnipsel. Die sind für, ja, verschiedene Zwecke da. Ihr könnt zum Beispiel mit einem dieser kleinen Dinger hier das Klett nochmal zusätzlich befestigen. Sollte das bei euch locker sein, aber ich finde, das ist hier schon bombenfest, aber ihr könntet nochmal hier so ein Stück drüber machen. Das wäre auch kein Problem. Ihr könntet das Kabel mit einem der längeren hier umschließen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, wie gesagt, das Kabel nach oben gehen lassen möchte, könnte ich das hier auch einfach mal festmachen. So, hält auch eigentlich ganz gut. Also da muss man schon ordentlich reißen. Nur so als Beispiel, ne? Also ihr habt auf jeden Fall verschiedenste Möglichkeiten, das Ganze festzumachen. Oder eben hier die Counterweights einfach nochmal ein bisschen fester dran machen. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Für gewöhnlich sind die da gewesen, also ich habe die immer benutzt, gerade hier oben um ein Kabel, und nicht das Kabel, sondern das Topstrap, was wir in manchen VR-Headsets haben, um das nochmal hier oben festzumachen, aber das brauchen wir in dem Fall nicht. Kommen wir also zum Tragekomfort. Und wie immer darf kein Tragetest fehlen. Wir setzen das Ganze auf und ich erläutere euch einfach mal, wie sich das Ganze so anfühlt und welche Vor- und Nachteile das Ganze haben kann. Ich habe das jetzt schon eine Weile ausprobiert, also es ist jetzt kein First Try, also gucken wir mal. Das Coole hierbei ist, ihr setzt das Ganze wie eine Cap auf. Das eins der größeren Probleme bei der PlayStation VR 2 ist meiner Meinung nach, dass hier das Polster ja kein richtiges Polster ist, sondern einfach so ein bisschen Gummi. Und hinten genauso. Da ist eigentlich kein Polster, es ist einfach nur Gummi. Und der große Vorteil hier, was aber auch ein Nachteil sein kann, ist, dass das Ganze sich durch diese Rutschfestigkeit des Materials vom Gummi, also von der PlayStation VR 2, ich rede noch nicht von dem Studio Foam Creative Strap, dass sich das ja quasi an euch ja, klebt an eurem Kopf. Und das war es aber auch schon. Wenn das Ganze für euch nicht gut sitzt, seid ihr immer dabei, den Sweet Spot umzustellen, beziehungsweise wenn es euch hoch oder runter rutscht, wie bei mir es der Fall ist, also wenn ich das Ding so ohne das Strap aufgesetzt habe, passiert es doch schon mal, dass es hier hochrutscht, trotz des Gummis, oder eben, dass sich das runterrutscht, einfach. Und man will ja möglichst ja, gut im Sweet Spot bleiben, weil er eben bei der PlayStation VR 2 nicht sonderlich groß ist. Und hier kann euch das Strap definitiv helfen, weil es dafür sorgt, dass ihr immer auf gleicher Höhe ja, das Ganze auf eurem Kopf habt. Wie bei so einer Cap, habe ich gerade eine da. Ich habe hier doch immer Caps. Wenn ihr eine Cap aufsetzt, ist die immer auf eurem, ja, auf der gleichen Höhe, weil sie eben hier oben drauf drückt. Ist jetzt blöd, das zu erklären. Ihr versteht, was ich meine. Und übrigens keine Werbung für Rocket Beans. Hier ist es ähnlich der Fall. Ihr setzt das Ganze auf und es bleibt einfach an Ort und Stelle. Und wenn ihr das einmal so angepasst habt, dass ihr im Sweet Spot seid, setzt ihr es einfach immer wieder auf und ihr müsst das Ganze dann nicht so fest zuziehen. Also ich habe das hier so drauf, ziehe es einigermaßen fest, aber nicht zu fest. Und so fühlt sich das schon ziemlich gut an. Jetzt ist natürlich durch den Stoff diese Gummierung nicht mehr wirklich vorhanden. Also hier vorne schon, aber hinten nicht mehr. Das heißt, das Ganze könnte hochrutschen. Hier hilft eben das Counterweight. Ähm, Ihr habt zwar durch das Halo Strap nicht so diese Vorderlastigkeit, aber dennoch, wenn man das Ganze hier versucht im Schwerpunkt in der Mitte festzuhalten, geht das jetzt schon hier, ihr seht es vielleicht, nach vorne, ohne das Counterweight, würde trotzdem eine Frontlastigkeit vorhanden sein. Und ja, die wird nur, äh, die ist halt so oder so vorhanden. Und ihr könnt das nur verhindern, indem ihr das Headstrap richtig fest an euren Kopf macht.
Manche haben vielleicht das Glück, dass es irgendwie so gut mit ihrer Kopfform passt, dass das kein Problem ist, aber ich habe von vielen gehört, dass sie das Headset sehr unbequem finden und das hier hilft auf jeden Fall. Durch den Stoff hinten, habe ich eben schon erwähnt, geht das Ganze, also ist die Rutschfestigkeit des Gummis nicht mehr vorhanden, aber ja, das lässt sich arrangieren. Vielleicht, wenn ihr lange lose Haare hier hinten habt, dann könnte das Ganze hochrutschen durch das Material. Da müsst ihr gucken, ist natürlich super individuell. Da kann ich mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen nicht so gut passt, aber bei mir passte das super. Ich war jetzt gerade beim Friseur, alles sehr kurz, das klappte gut und davor war es ein Tick länger und da hatte ich auch kein Problem mit. Und für mich hat das Ganze, die PlayStation VR 2, deutlich aufgewertet. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch weiterhelfen konnte, schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr euch so ein Ding zulegt, ob ihr vielleicht schon Erfahrung habt mit einem dieser Straps von Studio Form Creative. Lasst es mich wissen. Ansonsten würde ich mich über einen Like, Abonnement freuen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.